Willkommen! Wir werfen einen Blick auf das Leben der deutschen Malerin Elfriede Lohse-Wächtler, die mit ihrer Kunst den Expressionismus und die neue Sachlichkeit bereicherte, in den Wahnsinn getrieben, zwangssterilisiert und von den Nationalsozialisten getötet wurde. Schauen wir uns nun gemeinsam ihren Lebensweg an. Aus einem gutbürgerlichen Elternhaus stammend wurde sie 1899 in Löbtau bei Dresden geboren und konnte sich eine künstlerische Ausbildung leisten, in einer Zeit, in der nur wenige Frauen als Künstlerinnen erfolgreich waren. Bereits mit 16 Jahren beginnt sie die Ausbildung an der Dresdner Königlichen Kunstgewerbeschule und belegte auch später Kurse an der Kunstakademie. 1919 trat sie der Dresdner Sezession bei und fand Anschluss an den Freundeskreis von Otto Dix und Konrad Felix Müller, in dessen Atelier sie sich einmietete. Ihren Lebensunterhalt verdiente sie mit Batiken sowie Postkarten und Illustrationsarbeiten. Mit 21 Jahren heiratete sie den Maler und Opernsänger Kurt Lohse. Nachdem sie eine Zeit in Görlitz und Hamburg gelebt hatten, war ihre Ehe von vielen Problemen überschattet. Trennungen, Abtreibungen, Fehlgeburten, Seitensprünge ihres Mannes und Kinder von anderen Frauen. 1929 führte ihre belastende Ehe und finanziellen Schwierigkeiten zu einem Nervenzusammenbruch. Die Aufnahme in die Psychiatrie der Staatskrankenanstalt Friedrichsberg beeinflusste ihre Kunst, denn dort entstand die Serie Friedrichsberger Köpfe, etwa 60 Porträts von Mitpatienten. Nach der Trennung von ihrem Ehemann erlebte sie 1930 eine kreative Phase, schuf Werke des Hamburger Hafens und schonungslose Selbstbildnisse, lebte jedoch in Armut und kehrte aus materiellen Gründen nach Dresden zurück. 2 Jahre später wurde sie wegen Schizophrenie eingewiesen. Nach ihrer Scheidung 1935 wurde sie wegen unheilbarer Geisteskrankheit entmündigt und zwangssterilisiert. 1937 zerstörten die Nazis viele ihrer Bilder als entartete Kunst und beschlagnahmten ihre Werke in Museen, um sie in der berüchtigten Münchner Ausstellung zu zeigen. 1940 wurde sie im Rahmen der nationalsozialistischen Aktion T4, bei der Behinderte ermordet wurden, in die Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein deportiert. Eine Heilanstalt wird zur Tötungsanstalt. Pirna-Sonnenstein ist im Nationalsozialismus Teil eines geheimen Plans. Mit nur 40 Jahren wurde sie dort vergast, wobei ihre Todesursache nachträglich in Lungenentzündung mit Herzmuskelschwäche manipuliert wurde. Schauen wir uns nun ihren Malstil und ihre Werke genauer an. Ihr Stil war geprägt von der neuen Sachlichkeit, ein ehrlicher, manchmal schonungsloser Blick auf die Menschen und ihre Welt. Zu ihren Motiven zählten häufig Arbeiter, Hafenarbeiter und Prostituierte, sowie die Armen und Einsamen. Sie malte sie so, wie sie waren, und zeigte ihre ungeschönten Gesichter. Zu ihren bekanntesten Werken zählen Die Blumenalte, Blick über den Hafen und Selbstporträt in fantastischer Gesellschaft, das auf eindrucksvolle Weise ihre Einsamkeit und den tiefen Wunsch nach Zugehörigkeit widerspiegelt. Ihr Lebenswerk gilt als Pionierleistung der Avantgarde und tragisches Beispiel für die Verfolgung von Künstlern im Nationalsozialismus. Von ihren rund 200 erhaltenen Werken gingen viele durch Krieg und das NS-Regime verloren. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Elfriede Lohse-Wächtler gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten und teilt eure Infos zu Elfriede Lohse-Wächtler in den Kommentaren.